Du hast die Kündigung längst geschrieben. Vielleicht nicht auf Papier, aber im Kopf. Du weißt genau, was drinsteht, wie du aufstehst und wie du die Tür hinter dir zumachst. Und jetzt sei ehrlich mit dir. Wie lange läuft dieser Film schon in deinem Kopf? Ein halbes Jahr, 2 Jahre, 5? Wenn du gerade kurz schlucken musstest, dann bleib unbedingt dran. Denn wir reden heute über eine der seltsamsten Situationen, in der Menschen jahrelang feststecken. Über die Psychologie von Menschen, die kündigen wollen und trotzdem jeden Montag wieder da sind. Pünktlich, freundlich, innerlich längst woanders. Das ist keine Willensschwäche. Das ist auch keine Faulheit. Das ist ein psychologischer Mechanismus, der so präzise arbeitet, dass du ihn selbst nicht siehst. Und am Ende dieses Videos verstehst du, warum ausgerechnet der Gedanke ans Kündigen dafür sorgt, dass du bleibst. Fangen wir mit etwas an, das du wahrscheinlich für Planung hältst. Es ist aber keine. Du kennst diese Momente. Der Chef sagt irgendeinen Satz, das Meeting zieht sich und in deinem Kopf startet der Film ganz von allein. Du siehst dich, wie du ruhig aufstehst, wie du sagst, dass es das jetzt war. Wie du das Gebäude verlässt und die Luft draußen plötzlich anders schmeckt. Und danach fühlst du dich besser, deutlich besser. Du gehst zurück an den Schreibtisch und machst weiter wie vorher. Genau da liegt das Problem. Diese Fantasie ist kein Ausstiegsplan, sie ist ein Ventil. Psychologen nennen so etwas mentale Simulation. Dein Gehirn spielt eine Handlung durch. Und ein Teil von dir reagiert so, als wäre sie schon passiert. Die Anspannung sinkt, der Druck lässt nach. Du bekommst einen kleinen Vorgeschmack auf die Erleichterung, ganz ohne Risiko. Und jetzt kommt der fiese Teil. Genau diese Erleichterung ist der Grund, warum sich nichts ändert. Denn der Druck, der dich eigentlich in Bewegung bringen müsste, wird jedes Mal abgelassen, bevor er hoch genug steigen kann. Stell dir einen Kessel vor, der nie explodiert, weil alle 2 Stunden jemand kurz das Ventil aufdreht. Es passiert nichts Dramatisches, aber es passiert eben auch sonst nichts. Deine Kündigungsfantasie ist dieses Ventil. Sie macht das Unerträgliche gerade so erträglich, dass du es weiter erträgst. Und du bist damit alles andere als allein. Große Arbeitsumfragen zeigen seit Jahren dasselbe Bild. Ein erschreckend kleiner Teil der Beschäftigten fühlt sich emotional wirklich gebunden. Ein riesiger Teil macht Dienst nach Vorschrift und träumt nebenbei vom Absprung. Millionen Menschen sitzen also im gleichen Wartezimmer. Das erklärt aber nur, warum du nicht explodierst. Es erklärt noch nicht, warum du es so lange aushältst. Dafür müssen wir uns anschauen, wie dein Gehirn eigentlich rechnet. Denn dein Gehirn ist kein Rechner, der die Zukunft bewertet. Es ist ein Buchhalter, der die Vergangenheit verteidigt. Es gibt einen Denkfehler, der so gut untersucht ist, dass er einen eigenen Namen hat. Die Sunk Cost Fallacy, die Falle der versunkenen Kosten. Sie sorgt dafür, dass Menschen an Dingen festhalten, nur weil sie schon viel hineingesteckt haben. Zeit, Geld, Nerven, Jahre. Du bleibst im schlechten Film sitzen, weil das Ticket bezahlt ist. Du isst den Teller leer, obwohl es dir nicht schmeckt. Und du bleibst in einem Job, der dich leer macht, weil du dort 7 Jahre deines Lebens gelassen hast. Der Satz, der dabei in deinem Kopf läuft, klingt vernünftig. Jetzt kann ich auch nicht mehr wechseln. Dafür ist es zu spät. Aber das ist keine Rechnung. Das ist Trauer, die sich als Logik verkleidet. Dazu kommt ein zweiter Mechanismus, den Kahneman und Tversky beschrieben haben, die Verlustaversion. Ein Verlust wiegt für dein Gehirn ungefähr doppelt so schwer wie ein gleich großer Gewinn. Das heißt konkret, die Sicherheit, die du aufgeben würdest, fühlt sich doppelt so real an wie alles, was du gewinnen könntest. Das Gehalt, das jeden Monat pünktlich kommt. Der Kollege, den du magst. Der Weg zur Arbeit, den du blind fahren könntest. Die neuen Möglichkeiten dagegen sind blass. Sie haben kein Gesicht, keinen Geruch und keine Zahl auf dem Kontoauszug. Dein Gehirn vergleicht also etwas sehr Konkretes mit etwas sehr Vagem. Und in diesem Vergleich gewinnt das Konkrete immer.
Besonders bitter wird es, wenn über die Jahre noch etwas dazugekommen ist. Ein bisschen mehr Gehalt, ein Titel, eine Zulage. Man nennt das die goldenen Handschellen. Sie tun nicht weh, sie glänzen sogar ein bisschen. Aber du kommst nicht mehr weg. Der Vergleich in deinem Kopf ist also von Anfang an unfair. Du wiegst nicht Job gegen Freiheit. Du wiegst Bekanntes gegen Nebel. Und Nebel hat noch nie jemanden überzeugt. Aber es geht hier längst nicht nur um Geld und Sicherheit. Es geht um etwas viel Empfindlicheres. Denn wenn du kündigst, verlierst du nicht nur ein Einkommen, du verlierst eine Antwort. Die Antwort auf die Frage, die dir auf jeder Feier gestellt wird. Und was machst du so? Dein Job ist längst keine Tätigkeit mehr. Er ist ein Ausweis, eine Kurzbeschreibung deiner selbst, die alle sofort verstehen. Forschung zur beruflichen Identität zeigt, wie tief das sitzt. Menschen, die ihre Arbeit verlieren, berichten nicht nur von Geldsorgen. Sie beschreiben etwas, das sich anfühlt wie ein Loch in der eigenen Biografie, als hätte jemand eine tragende Wand aus dem Haus gerissen. Und dein Gehirn ahnt das. Es verbucht die Kündigung nicht als Jobwechsel, sondern als Identitätswechsel. Deshalb fühlt sich die Vorstellung so viel größer an, als sie objektiv ist. Du planst keinen neuen Vertrag. Du planst, jemand anderes zu werden. Dazu kommt die Angst vor dem Ungewissen, und die ist messbar. In Untersuchungen zeigt sich immer wieder dasselbe unangenehme Muster. Menschen wählen ein sicheres, kleines Übel oft lieber als eine unsichere Chance auf etwas Besseres. Ungewissheit erzeugt im Gehirn eine Stressantwort, die dem Erleben von Schmerz erstaunlich nahe kommt. Ein bekanntes Experiment hat das ziemlich brutal gezeigt. Menschen, die sicher wussten, dass ein leichter Stromstoß kommt, waren ruhiger als die, die nur wussten, dass er vielleicht kommt. Lies das gern nochmal. Die Gewissheit auf Schmerz war angenehmer als die Möglichkeit von Schmerz. Und genau das machst du jeden Morgen. Du wählst den bekannten Schmerz, weil er wenigstens berechenbar ist. Wenn du das lange genug machst, passiert allerdings etwas mit dir, das deutlich schwerer rückgängig zu machen ist. Denn irgendwann hörst du auf zu suchen. Und zwar nicht, weil es nichts gäbe. In den 60er Jahren machte Martin Seligmann ein Experiment, das die Psychologie verändert hat. Lebewesen, die wiederholt in eine unangenehme Situation gebracht wurden, aus der sie nicht entkommen konnten, hörten irgendwann auf, es überhaupt zu versuchen. Und das Entscheidende: Als der Ausgang später offen stand, blieben sie trotzdem sitzen. Sie haben nicht einmal mehr hingeschaut. Seligmann nannte das Erlernte Hilflosigkeit. Und du musst dafür kein Laborversuch sein. Es reicht, wenn du 3-mal etwas angesprochen hast und 3-mal nichts passiert ist. Wenn du 2-mal eine Bewerbung geschrieben hast und nie eine Antwort kam. Dein Gehirn zieht daraus eine Regel. Es bringt sowieso nichts. Und diese Regel gilt ab dann überall. Das Perfide daran ist, dass sie sich nicht wie Resignation anfühlt. Sie fühlt sich wie Realismus an. Du sagst Sätze wie: Der Markt ist gerade schwierig. In meinem Alter, mit meinem Lebenslauf. Vielleicht nächstes Jahr. Das klingt nüchtern und erwachsen, aber es ist die Stimme eines Systems, das aufgehört hat, sich umzuschauen. Und dann kommt die Stufe, die kaum jemand offen ausspricht. Du bist noch da, aber du bist nicht mehr da. Du machst deine Arbeit korrekt. Du lieferst ab. Aber innerlich hast du längst gekündigt, nur eben ohne Schreiben. Du meldest dich in Meetings nicht mehr. Ideen behältst du für dich, weil sich der Aufwand ohnehin nicht lohnt. Dein Körper macht das übrigens mit. Der Sonntagabend zieht sich zu, die Schultern gehen hoch, der Schlaf wird flacher. Nicht, weil der Montag so schrecklich wäre, sondern weil dein System jede Woche aufs Neue in einen Zustand geht, den es eigentlich nur für Notfälle vorgesehen hat. Das ist der Punkt, an dem aus Frust Taubheit wird. Und Taubheit ist gefährlicher als Wut. Wut hat noch Energie. Wut will etwas. Taubheit will gar nichts mehr. Und deshalb bewegt sich auch nichts mehr. Und jetzt kommt der Teil, der ein bisschen weh tut. Denn bisher klang das alles so, als würde dir das alles passieren. Das stimmt aber nicht.
Die Wahrheit ist, du hast dich längst entschieden, jeden einzelnen Tag. Nur hat sich diese Entscheidung nie wie eine angefühlt. Wir glauben, eine Entscheidung wäre ein Moment, ein Punkt, ein Vorher und ein Nachher. Aber nicht handeln ist genauso eine Entscheidung. Sie ist nur unsichtbar, weil sie sich über Jahre verteilt und nie einen Termin bekommt. Heute Morgen hast du entschieden zu bleiben, gestern auch und vorgestern, nur eben passiv, in winzigen Portionen, ohne Zeugen. Genau deshalb fühlt es sich an wie Feststecken. Feststecken ist eine Entscheidung, die niemand ausspricht. Und wenn in dir gerade etwas dagegen aufbegehrt, dann sind wir genau an der Stelle, um die es die ganze Zeit geht. Denn hinter fast jedem jahrelangen Bleiben steckt nicht die Angst vor dem Neuen. Es steckt eine fehlende Erlaubnis. Du wartest nicht auf den perfekten Zeitpunkt. Du wartest auf eine Berechtigung. Auf etwas, das schlimm genug ist, um dein Gehen zu rechtfertigen. Einen richtig fiesen Chef. Eine Umstrukturierung, einen Zusammenbruch. Irgendetwas, das laut genug ist, damit niemand fragen kann, ob du es dir nicht zu leicht gemacht hast. Und das ist der eigentliche Grund, warum so viele Menschen bis zur völligen Erschöpfung bleiben. Sie brauchen einen Beweis. Aber hier ist der Satz, der alles dreht. Du brauchst keinen Beweis. Unzufriedenheit ist Grund genug. Es muss nicht erst zerbrechen, damit du gehen darfst. Du darfst gehen, weil es nicht passt. Das reicht vollkommen. Und in dem Moment, in dem du das wirklich akzeptierst, verändert sich etwas Grundlegendes. Du hörst auf, ein Opfer der Umstände zu sein. Du wirst zu jemandem, der bleibt, weil er sich entschieden hat. Oder zu jemandem, der geht. Beides ist völlig okay. Das Dazwischen ist es nicht. Und genau deshalb ist die Lösung auch nicht der große Sprung. Der große Sprung ist ja gerade die Vorstellung, die dich lähmt. Du musst morgen nicht kündigen. Du musst zuerst deine Handlungsfähigkeit zurückholen und die wächst nur über echte Erfahrungen. Dein Gehirn glaubt keine Vorsätze. Es glaubt Beweise. Also gib ihm kleine, überprüfbare Beweise dafür, dass Bewegung überhaupt möglich ist. Führe 2 Wochen lang eine Liste. Notiere jeden Tag in einem einzigen Satz, was dich Energie gekostet hat und was dir welche gegeben hat. Nach 2 Wochen liest du keinen Gefühlsnebel mehr, sondern ein Muster. Und über Muster kann man reden. Über Gefühle nur streiten. Dann sprich mit 3 Menschen, die etwas machen, das dich interessiert. Kein Bewerbungsgespräch, nur Fragen. Das klingt lächerlich klein. Aber es tut genau das Richtige. Es macht aus dem Nebel eine Landschaft, in der man Wege erkennen kann. Und dann setzt dir ein Datum. Nicht für die Kündigung, sondern für die Entscheidung. Ein Tag im Kalender, an dem du bewusst festlegst, ob du bleibst oder gehst. Und wenn du bleibst, dann bleibst du ab diesem Tag freiwillig. Das ist der Unterschied, um den es hier die ganze Zeit ging. Nicht bleiben oder gehen, sondern gewählt oder erlitten. Und jetzt noch eine Sache, die viele überrascht, wenn sie ehrlich in sich hineinhorchen. Manchmal ist es nämlich gar nicht dieser eine Job, der nicht passt. Manchmal sitzt das Ganze eine Ebene tiefer. Wenn selbst der Gedanke an einen neuen Arbeitsplatz keine Erleichterung mehr auslöst, sondern nur Müdigkeit, dann geht es längst nicht mehr um den Arbeitgeber. Im verlinkten Video geht es darum, was psychologisch wirklich dahinter steckt, wenn einfach gar keine Lust mehr da ist. Auf keinen Job, auf keinen Wechsel, auf gar nichts. Frag dich einmal ehrlich, was passieren würde, wenn morgen dein Traumangebot im Postfach liegt. Wenn du dabei nichts spürst außer Müdigkeit, dann sitzt das Problem woanders. Und dann sollten wir da hinschauen.